vernagelt. Wow, das ist ja extrem. Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute wird es in der Atacama-Wüste so richtig sandig und salzig. Noch einen Schluck von meinem Coca-Tee und dann geht's los. San Pedro de Atacama ist eine Oase mitten in der Wüste. Ihr habt ja gesehen im letzten Video, wie karg es hier ist. Es ist eine Kommune, die aus mehreren Orten besteht. Und das sind 25.000 Quadratkilometer. Es wohnen aber nur 11.000 Leute da. Also das heißt, Bevölkerungsdichte ist ein halber Einwohner pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Frankfurt am Main 3.000 pro Quadratkilometer. Also viele Leute wohnen hier nicht. Und dann dieser Ort, San Pedro de Atacama, in der Kommune San Pedro de Atacama, hat 2000 Einwohner, ist der größte Ort hier und es ist der bekannteste Ort in der ganzen Atacama-Wüste und dementsprechend auch touristisch. Es gibt hier so eine kleine Innenstadt, das hier ist die Hauptstraße, da ist alles voll mit Restaurants und so. So viele nicht südamerikanische Touristen wie hier habe ich noch gar nicht gesehen in Südamerika. Überall hört man Leute auch Deutsch reden, Englisch sprechen. Jetzt bleibe ich hier ein paar Tage und dann schaue ich weiter. Ich werde mir hier auf jeden Fall jetzt mal so ein Poncho kaufen. Habe ich ja vorher schon überlegt. Habe ich nicht gemacht, jetzt wo meine Jacke zerfetzt ist. Poncho kaufen. So, ich fahre jetzt mal zu so einer Lagune. Es gibt hier halt so ganz viele Lagunen und sowas außenrum, weil es ja Oasengegend ist. Und eben auch Salzgeschichten. Und man soll da schwimmen gehen können. Und irgendwie so Salzbäder wie im Toten Meer machen können. Ich bin mal gespannt. Ist nicht weit von hier. 20 Minuten Fahrt. Schauen wir es uns mal an. Hola. Buenas. Sabe que la laguna se encuentra cerrada. ¿Ah? La laguna se encuentra cerrada para particulares. Es cerrada. Cerrada para particulares. Also, die Lagune kann man nur morgens besuchen. Nachmittags nur für Touren. Und jetzt schickt er mich noch zu einer anderen Lagune. Da kann man aber nur fotografieren, nicht schwimmen. Und dann diese Baltenace-Lagune, die ist völlig woanders. Die, wo mich Google hingeführt hat, was eigentlich hier sein sollte. Und hier ist auch wieder viel Salz. Wenn ich das Motorrad mal abspülen sollte, dann vielleicht. Und das ist auch immer krass. Es ist einfach nichts. Und auf einmal erscheint dann so ein irgendwas. Ich denke mal, das ist es. Aber man denkt immer schon, oder ich denke immer schon, ey, jetzt bin ich hier zu weit rausgefahren. Hier ist einfach nichts. Kommt dann auch kein Auto dann mehr entgegen oder so. Das habe ich schon gelesen, Ojos de Salar. Hola. Buenas. So, es ist sehr starker Wind heute. Ich hoffe, man hört mich trotzdem.
Das hier sind jetzt die Ojos des Salar, also die Augen des Salzes. Und das ist Süßwasser. Das sind irgendwie Löcher hier in der Wüste und es ist Grundwasser. Aber man sieht hier ist Wüste, 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 Wüste. Und da sind hier die Augen. Da ist noch eins. Und da hinten, das sieht man ein bisschen, das ist so ein Haus und so eine große Lagune. Das ist dann Salzwasser. Und diese Lagune ist irgendwie Semi-Salzwasser. Und die sind unterirdisch alle verbunden, diese ganzen Löcher. Ja. Und jetzt kann ich hier die Fotos machen und dann fahre ich mit dem Bike davor bis zu dieser anderen Lagune. Und da ist dann Victor, der mich dort einweisen wird. So, Victor wollte eigentlich nur das Ticket sehen und hat mir nochmal gesagt, ich darf nur auf dem Weg laufen, ich darf den Weg nicht verlassen, man darf nicht in der Lagune schwimmen, man darf keine Drohnen fliegen lassen, man darf nicht rauchen, man darf nicht trinken. Also kein Alkohol trinken. So Sachen. Ich darf jetzt da vorne parken und dann diesen Weg lang laufen. Kann ich doch direkt hier parken, oder? Was spricht dagegen? So, jetzt sind wir hier an der Lagune. Also hier gibt es die ältesten Lebewesen des Planeten. Die gibt es nur im Golf von Mexiko, in Australien und hier. Die haben wohl auch die Meteoriteneinschläge und so überlebt und waren weit vor den Dinosauriern hier. Und die produzieren eben Sauerstoff und dadurch ist dann weiteres Leben möglich. So verstehe ich's. Mein Spanisch ist besser geworden, aber es ist nicht so gut. So, ich habe jetzt mal das andere Navi ausgepackt und das hat eben die kleineren Wege drauf als Google. Müssen wir mal gucken, wie schlecht die Wege dann sind. Aber probieren wir das mal. Wow, jetzt ist es extrem sandig. Oh shit. Oh, ich muss kurz gucken. Hier muss ich aufpassen. Ich mich hier eingrab's. Ja, jetzt wird's hier schon heftig. Das geht nicht. Muss ich umdrehen. Wenn jetzt noch jemand dabei wäre, wäre es was anderes. Aber so. Das ist halt schon richtig tiefer Sand hier. Oh oh. Ja, da ist es schon. Scheißen. Oh, ich komme hier kaum runter, so hoch ist das. Aha. Toll gemacht, Ruti. Deswegen muss man manchmal klüger sein. Auch wenn das jetzt auch nur so mittelklug war. Aber ich krieg's ja noch raus, glaube ich. Es ist so heiß, aber man kann das Visier nicht hochmachen, weil dann ist man blind von dem ganzen Wind, Staub. Oh, Kinder.
Probieren wir mal. So, jetzt links oder rechts, links oder rechts. So, ich bin jetzt doch mal einfach abgebogen, anderen Weg gefahren, schon Richtung Zivilisation, aber eben nicht den ich gekommen bin. So, jetzt weiß ich auch nicht, was ist das hier für eine Straße? Nee. Kurz gucken. Ich habe aber noch einen anderen Weg gefunden. Hier muss ich jetzt da lang. So, ich kann noch geradeaus. Also hier gibt es zwei Wege. Den ersten, den ich gewählt habe, auch zu sandig, wie man hier sieht. Jetzt versuche ich noch mal zu schieben. Sonst habe ich eine andere Idee. Stück zurück und dann um die Kurve. Okay. Habe ich einen Gang drin? Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Ne, sehr gut. Oh. Ja, ist auch noch so ein Trick. Oder ist ein Trick. Am Anfang habe ich immer gedacht, es ist egal, ob man jetzt einen Gang drin hat oder nicht. Wenn man die Kupplung zieht, ist okay. Aber wenn man den Gang rausmacht, ist es deutlich leichter zu schieben, als wenn man jetzt einen Gang drin hat und die Kupplung zieht. Weiß vielleicht auch nicht jeder, vielleicht weiß es jeder. Ich habe es erst gelernt vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten. Guck mal, ich bin so weit draußen. Ich habe das Pferd von Pippi Langstrumpf gefunden. No way. Es ist echt das Pferd von Pippi Langstrumpf. Jetzt, wo ich weg war, kommt er ganz nah. Läuft mir hinterher. Ich weiß ja leider nicht, wo ich lang muss. So, Sand oder Wasser? Sand. Aber im Nachhinein habe ich alles richtig gemacht. Erstmal Patagonien. Da, wenn du mal 1000 Kilometer Schotter gefahren bist,
Also das brauchte ich. Ich habe mir das immer gewünscht in Albanien und so. Da habe ich gedacht, ja, es müsste mal so wirklich 1000 Kilometer Schotter. In Albanien war schon okay, aber vorher Schotter kommen und so weiter, damit ich das mal richtig lerne. Und das war natürlich in Patagonien die Schotterschule schlechthin. Und hier ist jetzt die Sandschule. Und es ist dann, also es wäre andersrum wahrscheinlich zu schwer für mich gewesen. Aber so ja, steigert man sich dann immer mehr rein und dann merkt man auch gar nicht mehr so, dass man Strecken fährt, die man vorher. Guck mal, ich sehe hier gar nichts hier, den Sandsturm. Das nagelt. Wow, das ist ja extrem. Alles. Das ist wirklich nicht echt. Also es ist so, dass Google zwar die Sehenswürdigkeiten kennt, aber nicht weiß, also den Weg total falsch anzeigt. Ich will zu so einem Valle de la Luna, also es ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Es kann nicht so schwer sein, das zu finden. Und das hier kann auf keinen Fall die Straße sein. Und eben Osmond schickt mich hier so brutale Sandwege entlang. Und ja, ich habe gelesen, am geilsten ist es, am Sonnenuntergang da zu sein. Ja, ich sehe halt auch kaum noch was, weil mein Visier so blind ist von dem ganzen Sandsturm. Boah, das ist also viel. Und oh, nee. Es ist schon irgendwie eine Straße, aber sehen tue ich nichts. Und die Sonne blendet mich genau ins Gesicht und ich kann zwar diese Sonnenblende hier oben am Helm, aber dann kann ich genau 1 Meter vor mir gucken. Wenn dann Sand kommt, ist es halt eigentlich auch schon zu spät. Oh. Nein, jetzt ist hier No Passar. Also gut, halte ich mich da dran und drehe hier oben. Es gibt hier noch diese Strecke, Alternativstrecke. Hoffe ich, dass die dann okay ist, weil es wird jetzt auch gleich dunkel und mein Benzin ist auch dann knapp. Das muss dann auch irgendwann mal jetzt gut sein. Es sind schon mehrere Leute gewendet. Bin nicht der Erste immerhin, der hier ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Das Geile ist, bei Google habe ich jetzt mal eingestellt, gibt es von hier gar nicht, also die Straße gibt es bei Google gar nicht. Es ist jetzt einfach irgendwo im Feld. Aber ich glaube, ich kann jetzt hier einfach rechts runter gehen. Hier. Das ist jetzt so eine Salzstrecke. Deutlich angenehmer als Sand natürlich. Härter halt. Und brutales Panorama.
Hier ist schon richtig geil. Und vielleicht ist das auch das Mondtal oder irgendwie so. Seht ihr das da hinten? Da ist nämlich jetzt wieder ein Auto. Und das ist eine Tour. Die waren wohl auf dieser Sanddüne oben und haben den Sonnenuntergang angeguckt. Ja. Das heißt, ich bin gerettet. Wirklich krass. Richtig krass. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt hier 2, 3 Fotos und dann, die Zeit nehme ich mir noch und dann zurück in die Stadt. Wow. Wie ihr seht, habe ich es zurückgeschafft ins Hostel. Da steht die Lucy. Und ja, es war dann doch ein bisschen spooky auch im Dunkeln in der Wüste. Und der Weg war relativ lang, noch brutales Waschbrett. Und es gab wieder eine Straße, wo ich nicht langfahren durfte, waren so Schilder. Das war von irgendeiner Firma oder so, glaube ich. So habe ich es verstanden. Aber ich konnte leider keine Rücksicht drauf nehmen, weil ich dann hätte zurückfahren müssen und wieder irgendwie 2 Stunden durch die Wüste und ich hätte nicht gewusst, wo lang. Deswegen, ich musste da lang fahren, habe ich dann auch gemacht und war auch kein Mensch da, war dann okay. Ach so, übrigens auf dem Rückweg habe ich dann 2-mal Schilder gesehen, hier lang zum Valle de la Luna. Also das wäre die Straße gewesen. Man hätte irgendwie von der anderen Seite kommen können. Naja, ich hatte ja auch so ein großes Abenteuer und deswegen will ich damit auch schließen für heute. Es gab noch 2 Unterstützer. Einmal meine liebe Mama, die hat für eine neue Jacke gespendet, eine Unterstützung, weil ich habe ja meine Jacke zerfetzt. Und vielen, vielen Dank. Ich habe mir auch einen Poncho zugelegt, zeige ich dann demnächst. Und Bernd von Sky Blue Tenerife hat auch gespendet. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Kleiner Ausblick aufs nächste Video. Ich werde eine Nachttour machen. Auch wieder da mehrere Faktoren, die aufregend sind und ich habe auch schon ein bisschen Schiss jetzt. Aber wenn ihr genau wissen wollt, um was es da geht, müsst ihr beim nächsten Mal einschalten. Also bis dahin, macht's gut, euer Rudi. Ciao, ciao.